Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part haben wir den einen Fall abgeschlossen, wieder einen neuen bekommen. Diesmal schwerer Autounfall mit Fahrerflucht, Leiche liegt da noch, ihr seht sie, der Doc untersucht sie noch. Und jetzt wollen wir mal hin, weil wir hatten eine Augenzeugin, die das Auto sehr gut erkannt hat und mit Nummernschild und Auto passt das nur auf einen. We've got to track down that Lincoln, Phelps. We find the car, and then we nail the driver. Müssen diesen Lincoln auf. Ja, das wissen wir ja schon, wer das ist. Ja, wir wollen jetzt mal dahin. Shelton hieß er, William Shelton. Schauen wir uns mal an, was der dazu zu sagen hat. Weil die Frau hat den Wagen sehr gut identifiziert. Genau, Glücksfall. Auf jeden Fall. Auf jeden Why don't they just stop? You heard about fight or flight during the war? Sure. Never back your enemy into a corner. That kind of stuff. Right. Well, in a hit and run, the perp is already in flight. It's easier to keep going. It takes a degree of moral courage to stop and accept responsibility. You're not as dumb as you make yourself out to be, are you, Stefan? I didn't know I was making myself out to be dumb. Ja, Herr William Shelton, wir haben einiges zu bereden. Schönes Clipping mit Bukowskis Hut. Aha. Wieder weg. Wir gehen gar nicht hin. Aha. Will der gute Mann verreisen? Aha. Blut am Auto. Right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Okay. Okay, warum fängst du den Koffer auf, Cole? Hinterher. That coward thinks he can run from everything. Oh, da ist noch ein schönes Detail, dass der Koffer da trotzdem noch liegt. Hat man nicht sehr oft. Ja, jetzt müssen wir auch Schaden hier mit einnehmen. Verfolgungsjagd mal wieder. Ui. Lay into his wheel arches. Come on. Ja, der fährt ganz schön krank, Alter. Los, schieß doch mal auf seine Reifen, Bukowski. Okay, seine Tür haben wir in den Arsch. Bukowski schießt Enough immer? games, Phelps. Take this guy out. Okay, und Bukowski schießt nicht, warum auch immer. No wonder he killed someone driving like this. Ja, wir wollen natürlich verhindern, dass es noch einen Unfall hier gibt. Deswegen müssen wir den so schnell wie möglich aufhalten. Komm jetzt, Cole, Mensch. Können wir den jetzt nicht endlich mal weghauen hier? Kann Stefan den nicht mal irgendwie in die Reifen schießen oder so? Jetzt, bam! Und das war's, oder? Ja. Sehr schön. That's it. Cuff him and we're done. Put your hands in the air. Sehr How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Leave the coroner and the paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Okay. Ja. I'm all part of the prospective paperwork, Mann. Na, wollen wir mal hin da, wa? Als Ziel festlegen. Any century into the 415 possible mental case at 7th and Flower, unit to Hammer code 3 identified.
Okay, psychisch gestörter. Bukowski, fahr uns da mal hin. You can drive. Also, Herr William Shelton, komisch aussah, das passt nicht zusammen. Mal wieder. Any century into the 415 possible mental case at 7th and Flower, unit to handle code 3, identify. This is car 11K. We'll handle the 415. 11K. Können wir... 415 is at the Alico station at Wilshire and Flower. Okay. Possible mental case. Scheiße. Couldn't stay away from that one. Gestörte Person, oh Gott. Kosmische Strahlung, Cosmic Ray. Okay. You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not gonna control my thoughts anymore. Calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? What? Give it Okay. up, LAPD. Unversehrt festnehmen. Ja, wollen wir die mal unversehrt festnehmen. Oh, der ist aber ganz schön schnell, der Junge. Okay, in Unterhose, was hat der da auf? Was ist los mit dem? Was brabbelt der? Okay, da wurde ein bisschen Auffahrunfall. Was hat der da auf dem Kopf? Eine Bratpfanne? Was ist denn los mit dem Jungen? Don't make me chase you. Oh, komm, wir wollten noch zur Frau und sie verständigen. Jetzt kriegen wir so einen Auftrag hier. Muss ich einen Mann mit Unterhose hier verfolgen. Someone has to stop the Venusians. Was? Au. Okay, und er wirft mich runter. Cole, kannst du da hoch? Danke. Schneller? Schneller, Cole? Okay, was ist los mit dem, Alter? Der hampelt da rum wie so ein gestörter... lol, gestörte Person halt, ne? Was ist denn los? Farewell, cruel world. Fuck. Scheiße, hat er sich das Leben genommen. Okay. Da hätte ich gerne gewusst, was das für einen Hintergrund hatte. Ah, guck mal, ist ja nicht so weit bis zur Frau von dem Mordopfer. Von dem Opfer. Gehen wir da mal hin. Muss ich versuchen, jetzt mal hier zu drehen, mich hier einzuordnen und gleich links rum. Oh! Oh, I knew I should have driven. Ja, Bukowski Maul halt. Can we try to spare the general population, please? Ja. Ich will doch nur zur Frau. Das hat mich gerade ein bisschen aus den Segeln genommen und dann springt er da eiskalt runter. Ey. Hätten wir ihn retten können? Vielleicht mit dem Schuss ins Bein. Aber wir sollten die unversehrt zurückbringen. Leute. Was ist denn für Grafikfehler gerade gewesen? Ihr habt das auch gesehen, Freunde. Hoffe ich. Bei mir war gerade ganz komisches Flimmern im Bild. Oh Mann, ey. Der hat mich gerade ein bisschen aus dem Tritt gebracht, der Junge. Der war echt ein bisschen verwirrt. Da haben wir durchgepasst. Ah, ich hasse es. Jetzt müssen wir der Frau hier Bescheid sagen, ey. Jetzt müssen wir der Frau Bescheid sagen. Oh, sorry. Take it easy. Ja, komm. Wo hat denn der gute Mann gewohnt? Leslie hieß er, ne? Hier hat er gewohnt. Okay. Ja, bla bla bla. Scheiße, jetzt habe ich meinen Timer gar nicht mehr hier. He's good looking for a policeman. Oh. Okay. Okay, warum... Gut, folgen wir mal Bukowski. Der wird schon wissen, wo wir hin müssen. Moment, wo sind wir gerade? Warum sind wir beim Shelton? Was ist das für ein Fail? Ich wundere mich, warum wir in keine Zwischensequenz kommen. Warum sind wir denn beim Shelton? I need to go over the case notes. What the fuck? Okay.
You believe him? I believe he didn't mow down the victim on purpose. The rest of it stinks. His boo-hoo story about being a surveyor and not wanting to lose his license. Well, we'll see how he enjoys surveying the same tiny room for the next 10 years of his life. You make a mistake, you face the consequences. You don't run off and hide like some little girl hoping it'll all go away. People make bad decisions in the heat of the moment. Well, I'd like to see him try that one on the judge. If he had time to clock who was at the scene, he had time to make a choice. Unrecht hat Kolder nicht, aber Bukowski hat natürlich auch recht. Das war kein Grund, hier Fahrerflucht zu begehen. Also schauen wir mal, das sieht auch der Hund unten so. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir ja gut, Ehefrau, erstmal die Nachricht überbringen. Aber irgendwie passt da was noch nicht. Vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Yes? Hallo? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Hey. Sehr trocken, ne? Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. Was? You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Aha. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Oh, hier stinkt's gewaltig, Freunde. Hier stinkt's gewaltig. Zack. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Das stimmt nicht. Aber wir haben auch, glaube ich, keinen Beweis. Das könnten wir als Beweis nehmen. Schauen wir mal. Wie sie wegguckt. Nee, ich glaube, wir haben keinen Beweis dafür, also anzweifeln. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Was hat die überhaupt für eine Frise, die Alte, ey? You were arguing in the Damals bar war and on es the wohl cool. sidewalk. We were always arguing. So what? Da war mehr. Erzähl mir, was da los war. Admit it. You were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Okay. So, und was geht hier ab? The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Wahrheit ist auf keinen Fall. Aber wir haben einen Beweis. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Ja, möchte ich. Kleiner Mann? Okay. Was sagst du hierzu? You increased the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea.
Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit-and-run detective. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Boah, ekelhaft. Kann ich dem nicht hier einen mitgeben hier? Dem Typen? Lester could be a heel, but that's a lousy way for anyone to go out. You can only feel sorry for someone for so long before you begin to despise them. Okay. Halt, ich muss anrufen. Ich muss nochmal ihr Telefon benutzen. Junge Frau. Wenn ich das dürfte. Wo ist denn ihr Telefon? Hier. Operator, give me dispatch. Einfach mal Telefon benutzen. Wir können das als Polizei. Polizist. Wir dürfen Phelps, 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Okay, und ab zum Leichenschauhaus. Der Gerichtsmediziner, der Doc, möchte mit uns sprechen. Gut, wir gehen dann mal hier, ne? Oh, ey, lass mich doch mal Steuerung. Tschüss, ihr beiden. Gott. Da irgendwie... Als wenn sie es gerade schon zugegeben hätten, ne? Das war gerade mehr als komisch. Okay, ab ins Leichenschauhaus. Ist das weit weg? Oh, ist nicht weit weg. Ist ja quasi um die Ecke. Da stimmt was nicht. Bukowski hat nichts zu sagen? Die beiden haben sich nichts zu sagen? Cole und Bukowski, okay. Aber wir sollen... Oh! Ist klar. Ich weiß, wir hatten rot, aber egal. Dann bin ich mal gespannt, was der Doc uns gleich zu sagen hat. Oh, Bukowski, du weißt, was du zu tun hast. You're behind the wheel. Ja, dann fahren wir gleich direkt zum Gerichtsmediziner. Aber wir wollen halt jede Nebenmission wie möglich mitnehmen, ne? Also, das habe ich gesagt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das für eine Mission ist. Da brauchen Officer Hilfe. Ja, wir Car übernehmen. 11K responding, go ahead. Hey, fahr mir nicht rein seitlich. Okay. Armeeladen. I don't know what you're talking about. We weren't doing nothing. I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you not to. Sir, drop the weapon. You've been drinking, sir. You don't really want to. 3 times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. LOL. Look out, more of them. Put them down. Tough games, Phelps. Take this guy out. Hinterher dann. Komm, machen wir jetzt kurz den Schmerzlos. Ich weiß, ich ziehe schlecht mit dem Controller, aber... Sorry, aber... Doppelter Mord, was geht denn mit denen ab? Ich würde mal sagen, das ist schnell eskaliert. Oh Mann, jetzt ist wieder einer gestorben. 4 sind gestorben. Ein Kollege, ein Ladenbesitzer... KGPL. I've been involved in a shooting. Suspects are down. Need an ambulance to 540 West 9th Street. It's code 4. Notify a supervisor and the coroner. Roger, 11K. All units be advised, suspects are down at 540 West 9th Street. Gut, der Doc muss aber erstmal nochmal in seinem Wagen bleiben. Alter, der Ladenbesitzer. Oh Mann. Und 2 sehr junge Leute. Auch wenn es Drecksäcke waren. Trotzdem. Leichenschauhaus. 20 vor 10 am Morgen. Schauen wir uns mal an, was hier abgeht. Why is the word abbreviation so long? Hi, Doc. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax.
Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife, length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Scheiße. Irgendwas stimmte da nicht und wir hatten recht. Ja, dann wollen wir da gleich mal wieder hinfahren, wo wir eben gerade noch abgehauen sind. Und sie uns verschmäht haben. Was ist mit Rays Café? Ah, egal, fahren wir einfach mal nicht. Rays Café war doch da, wo das passiert ist, der Tatort, oder nicht? Alter! Ach, jetzt hätten wir noch die Chance, das Messer zu finden, deswegen können wir noch dahin fahren. Ah, hätten wir das vorher nicht gefunden, okay. Ja, dann wollen wir mal zur Lady. Mit ihrem, ja, Verehrer anscheinend, ne? Die stand echt unter einer Decke. Ja, okay, wir kommen da schon wieder nicht hin, ich merk schon. You drive. I need to go over the case notes. Dann fahren wir da gleich direkt mit Bikowski, machen den Zwischenfall hier nochmal. Also, ich will die Nebenmission ja gerne machen, klar, das macht so ein bisschen, nimmt das den Pep raus, aber egal. Wir machen jetzt die Nebenmission. This is 11K. Go ahead with the further. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir die Nebenmission immer machen, sobald wir sie bekommen. Husch, husch, Banditen. Schuh, schuh, Bandits. They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Okay. So, wo seid ihr? Ihr Drecksschweine. You look like a rat with a gold tooth wearing a watch like this. It takes a man to class. LAPD! Okay. Take the run to the car. Stop him, Phelps. Scheiße. Oh, Headshot. In den Hinterkopf. Boom. Car 11K. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. It's code 4 here, but I need an ambulance. 11K, Roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill. Alter. So. Ab zur ekelhaften Frau. Oh, das nenne ich mal einen Kopfschuss. Der hat nicht mehr viel davon gemerkt. Alter. Wollte der abhauen. Gut, dass die Karre nicht so schnell beschleunigt hat. Ab zur Frau und verhaften wir die beiden, komm. Wohnsitz der Pattersons. Code 12. You've spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of jury. you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I had nothing to do with it. You think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too late, Sabo. Okay. Scheiße. Ach du Scheiße. Ups, sorry. Fuck. Okay, der schießt auf uns. Scheiße. Komm, wir müssen ihn stoppen. Komm. Komm, 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 komm. Voll mit dir. Jetzt, jawohl. Wir konnten zumindest verhindern, dass er auch noch stirbt. Und er wird zur Rechenschaft gezogen. Doppelter Mord. Ich glaube, du wirst nie wieder in Freiheit gelangen.
So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Und darauf trinken wir ein. Sehr schön. Wieder den Fall geschafft. Nicht so hastig. Errungenschaft freigeschalten. A marriage made in heaven. Okay, gibt ein bisschen Fahrzeugschaden, aber zum Glück keine verletzten Sachschaden auch. Und wieder 5 Sterne. Wieder alles komplett richtig. Noch ein Besuch in Race hätte gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Wow. Da gab es anscheinend noch mehr Hinweise. Krass. Falsche Papiere. A slip of the tongue. Phelps, Bukowski. Beat cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Ja, möglicher Autodiebstahl, aber ich würde sagen... I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. Ja. Pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Ja, Mrs. Phelps haben wir auch schon mal gesehen. Aber naja, da ist der Interviewroom. Wie kommen wir denn hier nochmal raus? Nee, da sind die Gefängniszellen anscheinend. Ja. Nein. Ach Mensch, hier will ich doch gar nicht rein. Hinten durch. Den Gang durch. Dann rechts, ne? Ja. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann aber erst im nächsten Part an. Neuer Auftrag. Den Auftrag haben wir erfüllt. Betrug. Und die sind über Leichen gegangen, die beiden. Die Frau hat mit dem Leben bezahlt. Der Typ wird nie wieder ans Licht kommen, glaube ich. Ans Tageslicht kommen. Zumindest nicht als freier Mann. Vielleicht im Gefängnis, auf dem Hof oder so. Ich weiß nicht, wie das früher war mit den Knast. Also. Gut, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir den neuen Fall untersuchen. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ciao.